SpaceX hat Chip 40 nach 24 Tagen auf See doch noch zur Weihnachtsinsel geschleppt. Den Fangversuch am Turm verschiebt Elon Musk trotzdem. Chinas Suke 3 ist gelandet. Zum ersten Mal steht ein chinesischer Orbitalbooster auf Beinen. Kurz nach dem Aufsetzen brennt er und die Löschung läuft offenbar nicht wie geplant. Warum gibt die NASA ihr Weltraumteleskop Swift jetzt endgültig verloren? Bereit zu staunen, ich bin Mo, das ist Senkrechtstarter. Vorige Woche klang es noch nach Abschied. Raue See, das Schiff geht voraussichtlich verloren. Diese Woche liegt die Antwort vor der Küste der Weihnachtsinsel. Nach rund 24 Tagen auf See hat das Bergungsteam Chip 40 in ruhigere Gewässer gebracht. Gemeldet von SpaceX am vergangenen Dienstag, 18.8. Die Weihnachtsinsel, die ist ein australisches Territorium im Indischen Ozean, liegt aber näher an Indonesien als am australischen Festland. Dorthin schleppten die Schiffe die 52 Meter lange Edelstahl-Oberstufe, triebwerks voran mit 1 bis 2 Knoten, kaum schneller als ein Fußgänger. Über Wasser hielten sie das Fahrzeug mit luftgefüllten Yokohama-Fendern, denselben Gummipuffern, die sonst zwischen Schiffsrumpf und Kaimauer hängen. Einmal sacken lassen, ein 52 Meter langes Raumschiff, das schon im All war, übersteht Wiedereintritt, Wasserung und gut 3 Wochen offenen Ozean. Jetzt wartet es in einer Sperrzone vor einer Tropeninsel auf seine Inspektion. Danach soll Chip 40 die Rückreise antreten, mehr als 16.000 Kilometer per Schiff zurück zur Starbase. Aber warum der Aufwand? Ja, Messdaten aus allen 13 Testfliegen hat SpaceX ja längst. Neu ist eine Oberstufe, die man anfassen kann. Im Zentrum steht der Hitzeschild aus den rund 18.000 Keramikkacheln, der ja weitgehend intakt zurückkam. Die geborgenen Kacheln, die lassen sich jetzt im Labor prüfen, statt aus Drohnenvideos zu schätzen. Wieder fliegen wird Chip 40 trotzdem nie. Salzwasser, Triebwerke, Struktur und Elektronik längst angegriffen. Dazu kommen Schäden vom Umkippen nach der Wasserung. Ja, und der Fangversuch, der uns versprochen wurde? Am Donnerstag, 20.8., da hat Musk seine eigene Ansage kassiert. Das Schiff, das werde wahrscheinlich in ein paar Monaten mit dem Turm gefangen, nicht mehr Ende August, wie Anfang des Monats noch angekündigt. Immerhin, Flug 14 soll erstmals einen echten Orbit erreichen und damit dann auch Nutzlast in den Weltraum bringen können. Genau dafür hat das Schiff bei einem Static Fire ein einzelnes Triebwerk gezündet, um damit dann die Bremszündung für das Verlassen der Umlaufbahn zu proben. Mittlerweile ist auch ein Static Fire aller 6 Triebwerke erfolgt. Ja, die Hardware für diesen nächsten Zug, die ist auf der Zielgeraden. Booster 21 steht vor einem Static Fire an Pad 2, Chip 41, wie gesagt, ein paar statische Feuerzündungen mittlerweile in der Massey's Testanlage. Und das Pad 1, das ursprüngliche Pad, das wird ja jetzt umgebaut und das sollte dann im kommenden Jahr in Betrieb gehen, dann für den neuen Version 3 Standard. Der eigentliche Anker, der liegt bei der NASA. Für Artemis 4 im Jahr 2028 ist eine Starship-Mondlandeversion bestellt. Schon bei Artemis 3 soll ein V3 Starship das Rendezvous- und Andockmanöver mit der Orion-Kapsel üben. Jede Erkenntnisse aus dem Salzwasser von Chip 40, die fließt da jetzt in das Fahrzeug, denen dann später mal Astronauten ihr Leben anvertrauen. Ja, und wofür SpaceX den ganzen Wiederverwendungstakt überhaupt braucht, das rechnen wir später in einer Nebennews nach. Was sagt denn ihr zu einer Landung der Oberstufe in der Starbase? Musk sagt ein paar Monate, seine letzte Ansage, die hielt 2 Wochen. Also eure Prognose. Hängt das erste gefangene Chip noch dieses Jahr in den Turmarm oder rutscht die Premiere weiter? Noch 2026 oder erst 2027? Schreibt eure Wette in die Kommentare, wir lösen es hier auf. Meine Einordnung, Musks Terminansagen, die altern ja selten gut. Die vom 4. August, die hielt gut 2 Wochen. Diesmal stört mich das nicht so sehr. Ein Schiff, das man vermessen kann, das beantwortet Fragen, die keine früheren Fangversuche beantwortet hätten. Ja, und ich freue mich schon, den ersten Orbitalstart vom Starship mit euch feiern zu können. In der Raumfahrt gibt's kaum ein System, das man einmal einstellt und danach nie wieder anfasst. Filter, Dichtung, Software, alles läuft nur, weil jemand in festen Intervallen dran geht. Bei unseren persönlichen Daten ist das genauso, nur führt da niemand einen Wartungsplan. Genau deshalb geht's kurz um unseren heutigen Partner Incogni. Datenhändler sammeln völlig legal unsere Daten und legen Profile über uns an mit Name, Adresse, Telefonnummer, Beruf, Finanzdaten, you name it. Das ist der Treibstoff für Identitätsdiebstahl und KI-gestützte Scams. Man kann dem widersprechen, klar, nur ist nicht der erste Antrag das Problem, sondern der 20. Ein Antrag, der verschwindet, ein halbes Jahr später steht er genau wieder da. Und meine eigene Quote bei Dingen, die man alle 3 Monate wiederholen muss, naja, die liegt ungefähr bei 0. Und Incogni übernimmt genau diesen Teil. Die Removal Engine von Incogni, die stellt auf Basis der DSGVO automatisch Löschanfragen und das bei über 420 Datenhändlern. Fasst dann nach und wiederholt das dauerhaft, inklusive der Bitte, euch gar nicht erst wieder zu listen. Und als einziger Dienst dieser Art wurde das unabhängig von Deloitte verifiziert. Einmal einrichten, dann läuft das im Hintergrund. Den Link, den findet ihr unten in der Videobeschreibung oder ihr scannt den QR-Code mit dem Code Senkrechtstarter. Da bekommt ihr nämlich 60% auf den Jahresplan und dank 30 Tage Geld-Zurück-Garantie geht ihr dabei kein Risiko ein. Ich nutze das selbst seit langem, weil es der einzige Punkt auf meiner Wartungsliste ist, an den ich nie wieder denken muss.
Einmal einrichten und nie wieder anfassen. Hier kommt das Gegenprogramm, eine Rakete, an der direkt nach der Landung alle Hände gebraucht werden. Ja, diesen Flug, den hatten wir seit 2 Wochen auf dem Zettel. Der zweite Start der Sukhoi 3 vom chinesischen Raketen-Startup Landspace. In der Nacht auf Mittwoch um 1:35 Uhr unserer Zeit, da hob die Rakete vom Startgelände Jinquan in der Wüste Gobi ab. Nach 137 Sekunden trennten sich die Stufen. 8 Minuten nach dem Start stand die R-Stufe auf ihren 4 ausklappbaren Landebeinen, rund 390 Kilometer entfernt im Kreis Minqin der Provinz Gansu. Die zweite Stufe, die setzte parallel den Prototypen-Kommunikationssatelliten Hongyu 3 in den Orbit ab. Ja, genau für solche Bilder gibt's diesen Kanal. 8 Minuten zwischen Abheben und einer aufrecht stehenden R-Stufe in der Wüste. Es ist die erste Landung eines Orbitalboosters an Land in China, die erste auf Beinen und die erste eines privaten chinesischen Anbieters. Weltweit ist Landspace damit nach SpaceX und Blue Origin erst die 3. Organisation, die einen Orbitalbooster auf Beine stellt. Zur eingesetzten Maschine. Die Sukhoi 3, 66 Meter hoch, 4,5 Meter Durchmesser, Edelstahl, 2 Stufen, rund 570 Tonnen Startmasse. In der ersten Stufe arbeiten 9 methanbetriebene Tianqi-Triebwerke. Gelandet wird auf einem einzigen davon. Genau das war eine der Lehren aus dem Erstflug im Dezember. Damals erreichte die Rakete den Orbit, doch die Landung, die endete in einer Explosion neben der Landefläche. Für den zweiten Anlauf reduzierte Landspace die Triebwerkszahl in der Landephase und verstärkte den Hitzeschutz für den Wiedereintritt. Dazu bekam das autonome Sicherheitssystem eine Vorhersage des Aufschlagpunkts. Die Landung an Land beachtenswert, trotzdem gab es ein Nachspiel. Drohnen- und Wärmebildaufnahmen zeigen die Stufe nach der Landung leicht geneigt, vermutlich weil ein Landebahn durch Feuer geschwächt wurde. Ein großes Feuer brach aus und die Brandbekämpfung, die lief offenbar nicht wie erwartet. Landspace erklärt die Mission für einen vollen Erfolg. Projektleiter Dai Zheng will die Stufe sofort inspizieren und so schnell wie möglich auch wieder fliegen lassen. Zum Feuer gibt es bisher keinen offiziellen Kommentar. Ob sich genau diese Stufe noch wiederverwenden lässt, das wissen wir aktuell nicht. Gelandet ist eben nicht wieder geflogen. Den Beweis, ob das mit der Wiederverwendung klappt, das liefert dann erst der nächste Start derselben Stufe. Warum das alles? Ja, Chinas Behörden erwarten für die chinesischen Megakonstellationen Gaowang und Kuaifan 700 bis 800 Raketenstarts in den nächsten 7 bis 10 Jahren. Diese Kadenz, die fliegt niemand mit Wegwerfraketen und Landspace will jeden Booster mindestens 20 Mal einsetzen. Umdrehen ist die Sukhoi 3 Berichten zufolge bereits für den Start des Frachtraumgleiters Haolong zur Raumstation Tiangong gebucht. Die Landung, die ist dabei kein Einzelfall. Erst vor gut einem Monat da fing der Staatskonzern CASC einen Booster der Langmarsch 10B auf. Das Werkzeug damals ein Netz auf einer Plattform im südchinesischen Meer. Binnen weniger Wochen hat China damit 2 völlig verschiedene Bergungsverfahren demonstriert. Netz auf See und Beine an Land. Mindestens 6 weitere chinesische Firmen arbeiten an wiederverwendbaren Erststufen. Ich bin wieder mal beeindruckt, wie viel funktioniert hat, vom Wiedereintritt bis zur Punktlandung. Beine, Hitzeschutz und Löschkonzept sind Detailarbeit und dafür hat Landspace jetzt ein Anschauungsobjekt. Für den Westen ist die Nachricht unbequem. Wiederverwendung ist kein Alleinstellungsmerkmal von SpaceX und Blue Origin mehr. China beherrscht die Grundschritte jetzt gleich in 2 Varianten. Ich bin schon sehr gespannt, wann Europa hier mal aufschießen wird. Ja, und wie ein eingespieltes Wiederverwendungsprogramm nach einem Jahrzehnt Routine aussieht, das zeigt später eine kurze News zur SpaceX-Startbilanz. Bleiben wir bei Chinas Startbetrieb, der läuft nach einem Fehlstart wieder im vollen Takt. Am vergangenen Sonntag, da startete eine Lange Marsch 12, die nächste Guangwang-Charge. Die Lange Marsch 12, die fliegt mit Triebwerken aus derselben YF-100-Familie wie die verunglückte 7A. Vorige Woche hing wegen dieses Fehlstarts der 7A ja ein Fragezeichen hinter der Mondmission Chang'e 7. Diese sind jetzt weg. Am Mittwoch, 19.8., da rollte die Lange Marsch 5 in Wencheng zur Rampe für diese Mission und in der Nacht auf Montag um 2:05 Uhr unserer Zeit, da wird sich das Startfenster öffnen. An Bord ein Orbiter, der den Mond monatelang kartiert, dazu ein Rover und Hopper. Der Lander, der soll gegen Jahresende nahe dem Shackleton-Krater am Südpol aufsetzen. Der Hopper, der springt dann aus dem Sonnenlicht in dauerhaft dunkle Krater und bohrt dort bis zu 1 Meter tief nach Wassereis. Die Zielzone für diese Mission, die ist eng. Geeignete beleuchtete Landefläche am Shackleton-Krater, die sind nur rund 100 Meter groß. Chinas Schwerlastrakete rollt zum Mondstart aus. Europas Schwerlastrakete bekommt derweil eine Ausbaubremse. Die ESA hat die kompletten Block 3 Upgrades der Ariane 6 auf Eis gelegt. Es gebe dafür keinen Programmbedarf und keine Rechtfertigung. Vor einer Woche, da klang das noch kleiner, da hieß es nur, die leichte Kohlephase Oberstufe Icarus werde pausiert. Jetzt ist Block 2 nach ESA-Angaben die letzte Hauptversion der Rakete. Was kurzfristig noch kommt, eine leichtere Triebwerkssektion und um 2029 die Kickstage Astris für Transporte zwischen Umlaufbahnen.
Die größte Folge dieser Streichung trifft die Wissenschaft. Eine geplante Sonde zum Saturnmond Enceladus, die war um die Ariane 6.4 in der Block 3 Version ausgelegt und die muss jetzt überarbeitet werden. Zeitlich passt dazu ein Geldproblem beim Ministerrat im vergangenen November. Da beantragte die ESA 304,4 Millionen Euro für Ariane 6 Anpassungen. Die Mitgliedstaaten, die zeichneten nicht einmal die Hälfte davon. Gestrichene Ausbaupläne in Europa, ein aufgegebenes Rettungsmanöver in den USA. Ja, die NASA hat am Mittwoch, 19.08., die Bemühungen beendet, das absinkende Gammastrahlenobservatorium SWIFT anheben zu lassen. Damit ist die Frage vom Anfang beantwortet. Das Servicefahrzeug Link von Catalyst, das bekommt seine Lageregelung nicht mehr in den Griff. Auch das zuletzt angekündigte Update der Flugsoftware brachte die Kontrolle nicht zurück. Ein sicheres Greifen und Anheben ist damit vom Tisch. Wir hatten hier ja über viele Wochen vergebens die Daumen gehalten. SWIFT kreist derweil noch in etwas über 340 Kilometern Höhe. Der Wiedereintritt, der wird für dieses Jahr noch erwartet. Ein bitteres Ende nach mehr als 2 Jahrzehnten Betrieb. Andererseits ausgelegt war das Teleskop einst für 2 Jahre. Ganz vorbei ist die Geschichte für Catalyst nicht. Mitte August wählten die Pentagon-Agenturen die EU und SDA die Firma zusammen mit, die Orbit USA und Firefly für Satellitenentsorgungsstudien aus. Zusammen $8,4 Millionen schwer. SWIFT kommt dieses Jahr ungeplant zurück in die Atmosphäre. Bei SpaceX nächster Konstellation wäre genau das Alltag im Industriemaßstab. Starmind, bis zu 1 Million KI-Satelliten hatten wir vorige Woche vorgestellt. Jetzt liegen die Rechnungen vor. Bei rund 5 Jahren Lebensdauer der Rechenchips müssten jährlich etwa 200.000 Satelliten ersetzt werden. Nach SpaceX eigenem Antrag bei der US-Aufsicht FCC sollen davon rund 40.000 verglühen und bis zu 160.000 die wandern in einen entfernten Entsorgungsorbit. Und das mit den KI-Satelliten, das ist offensichtlich ernst gemeint. Allein im vergangenen Quartal flossen $15,8 Milliarden in die KI-Sparte von SpaceX. Dazu kommt eine neue Modellrechnung des Raumfahrtforschers Hugh Lewis. Von 14 untersuchten Konstellationen liegt mehr als die Hälfte über der Schwelle, ab der Kollisionen mehr Trümmer erzeugen, als von selbst wieder verschwinden. Über der höchsten Stufe, der sogenannten Runaway-Schwelle, da liegen SpaceX Starmind, Blue Origin's Project Sunrise und Chinas Guowang. Zur Einordnung, das Papier, das ist nicht begutachtet und jede Konstellation, die wurde isoliert bewertet, ohne die anderen und ohne vorhandene Trümmer. Blue Origin's Projekt Sunrise, das stand eben mit auf der Satellitenliste. Am Boden verbaut die Firma erst einmal Stahl statt Satelliten. Am Launchkomplex 36 in Cape Canaveral, da entsteht die zweite Rampe LC-36B für die größere New Glenn-Variante 9x4. Das heißt 9 BE-4-Triebwerke in der ersten Stufe und 4 BE-3U in der zweiten, statt bisher 7 und 2. Laut Firmenchef Dave Limp braucht der Ausbau bis zu 2.500 Tonnen Stahl, ein Großteil davon für einen 213 Meter hohen Startturm. Dessen 2 Arme, die sind reine Stapelarme, gefangen wird nicht, denn die R-Stufe, die behält ihre Landebeine. Wir hatten schon darüber berichtet, gestapelt wird die New Glenn künftig senkrecht auf der Rampe, erstmal mit einem Mobilkran. Die Probe dafür lief vorige Woche nebenan am alten Komplex 11. Dazu kommt ein Gebäude für die senkrechte Endmontage und eines für die Nutzlastvorbereitung. Nach der Explosion im Mai bleibt von den 8 bis 12 geplanten Starts für 2026 hoffentlich noch einer. Ein paar Startkomplexe weiter will auch ein Neuzugang jetzt demnächst starten. Stoke Space hat für seine Rakete Nova erstmals Nutzlastmodul, Zweitstufentanks und das Andromeda 2 Triebwerk probeweise zusammengesteckt, im Werk im US-Bundesstaat Washington. Die 13,1 Meter lange Oberstufe, die ist das eigentliche Kunststück. Voll wiederverwendbar soll sie sein, angetrieben mit Wasserstoff und Sauerstoff. Den Schub liefert ein Ring aus 24 Schubkammern mit unbegrenzter Wiederzündbarkeit. Der Hitzeschild, der kommt komplett ohne Kacheln aus. Der wird nämlich wie ein Motorblock vom eigenen Kühlkreislauf durchströmt. Regenerative Kühlung heißt das Prinzip. Die R-Stufe, die ist seit Juni strukturqualifiziert. 3 der 7 methanbetriebenen Zenit-Triebwerke sind fertig und Ende Juli zum Teststandort Moose Lake verschickt worden. Zusammen liefern die 7 Triebwerke umgerechnet rund 317 Tonnen Startschub. Voll wiederverwendbar trägt die Nova rund 3 Tonnen in den niedrigen Erdorbit. Mit Wegschmeiß-Oberstufe wären es dann 7 Tonnen. Gestartet wird vom Launchkomplex 14 in Cape Canaveral und laut Berichten sammelt Stoke gerade rund $1 Milliarde ein. Von einer Rakete, die erst noch kommt, zu denen, die diese Woche schon geflogen sind. Den Anfang machte am Montag, 17.08. eine Langermarsch 2C aus Taijuan mit dem Emirates-Satelliten SEO. Chinas Rückkehr in den Flugbetrieb, wie vorhin erzählt. In der Nacht auf Mittwoch, 19.08. folgte der Flug der Woche, die Suke 3 mit ihrer Beinlandung. Unsere große Geschichte von vorhin. Die Starlink-Routine, die flog am Mittwoch, 19.08. von Vandenberg und am Donnerstag, 20.08. da brachte eine Electron aus Neuseeland den japanischen Radarsatelliten QPS SAR-18 ins All. Die zweite Mission für den Radarbetreiber IQPS binnen 2 Wochen.
in eigener Sache. Letzte Woche haben wir es euch angekündigt, wir ändern unser Mitgliedschaftsprogramm. Aus den Schutzengeln wird die Senkrechtstarter-Crew. Der Name Schutzengel, der stammt aus einer Zeit, in der dieser Kanal klein war. Inzwischen sind wir groß genug für eine richtige Raumfahrt-Crew. Genau so soll daher unser Mitgliedschaftsprogramm ab sofort heißen. 4 Stufen, jede mit echten Vorteilen und jede Stufe, die enthält automatisch alles aus der Stufe darunter. Dazu wollen wir mehr mit dir in den Austausch gehen, mit regelmäßigen Crew-Livestreams, zum Beispiel im Anschluss an unsere regulären Streams rund um Raketenstarts. Unsere Stufen im Schnelldurchlauf. Bodencrew, du bist beim Crew-Briefing dabei, unserem neuen Format für die Senkrechtstarter-Crew. Die Space News, die bekommst du am Samstag ab 20 Uhr, also einen Tag früher. Und du unterstützt unabhängige Raumfahrtberichterstattung auf Deutsch. Die Orbital Crew, die bekommt jede Folge noch etwas früher, sobald sie fertig ist und komplett werbefrei. Früher geht's nicht, weil es sie dann halt einfach noch nicht gibt. Außerdem bestimmst du mit, worum es in der nächsten Technik-Episode geht. Die Namen der Mondcrew, die stehen künftig im Abspann der News und du gibst die Themen fürs Crew-Briefing vor. Dazu dauerhaft 25% Rabatt auf unseren Shop. Ja, und die Mars Crew, dein Name wird in unseren Livestreams vorgelesen, 2 Namen pro Stream. Und ab 6 Monaten Mitgliedschaft, da kommt einmal im Jahr ein Dankeschön per Post. Und deine Themen, die kommen in den Crew-Briefings natürlich zuerst dran. Wir haben letzte Woche neue Preise für die Mitgliedschaften angekündigt. Für bestehende Mitglieder ändert sich aber nichts. Wichtig, wenn du schon Mitglied bist, du musst nichts tun. Wir stufen dich automatisch in die Crew-Stufen um und du hast Zugang zum Crew-Briefing. Das ist unser Dankeschön an euch und eure langfristige Unterstützung. Ohne euch gäbe es nämlich keine wöchentliche Raumfahrtberichterstattung auf Deutsch, sondern nur das, was euer Algorithmus für ausreichend hält. Ja, und wenn du noch nicht dabei bist, wir freuen uns drauf, dich in der Senkrechtstarter-Crew willkommen zu heißen. Apropos Crew, kommende Woche führen wir ein Interview mit dem Chef von ESA Aerospace. Danke an alle Crewmitglieder für eure Fragen und an alle, die abgestimmt haben. Und während du noch überlegst, welche Crewstufe zu dir passt, hier der Rest der Woche in aller Kürze. Sophie Adenau ist am vergangenen Dienstag, 18.08., als erste Französin zu einem Außeneinsatz ausgestiegen. Nach Samantha Cristoforetti erst als zweite Europäerin überhaupt. Zusammen mit NASA-Astronaut Enel Menn baut sie die defekte Antenne am Z1-Träger der ISS aus, die seit November keine Datenrelais-Satelliten mehr verfolgen konnte. Für die Ersatzantenne, da reichten die 6 Stunden und 23 Minuten nicht. Kabel und Bolzen, die fraßen die Zeit auf. Die Station, die funkt vorerst über eine verbliebene Hochdatenratenantenne und der nächste Ausstieg, der ist dann für Dienstag, 25.08. angesetzt. Der Starlink-Start vom Mittwoch, 19.08., war die 100. SpaceX-Mission des Jahres. Das ist das 3. Jahr in Folge mit 3-stelliger Startzahl für SpaceX. 74 Flüge davon übrigens für Starlink-Ausbau. In der Nacht auf Sonntag, 16.08., starteten zudem 2 Falcon 9 im Abstand von nur 38 Minuten von Cape Canaveral und Vandenberg. Das war 27 Minuten schneller als der bisherige Rekord. Booster B1097 flog beim Jubiläumsstart zum 12. Mal. Die NASA hat Voyager 2 in diesem Monat auf eine sparsame Betriebskonfiguration umgestellt. Eine neue Auswahl, welche Komponenten an- und ausgeschaltet bleiben. Das spart rund 10 Watt bei gleicher Wärmeabgabe und entspricht 2 bis 3 zusätzlichen Betriebsjahren. Bisher galt wohl ein Datenende um 2028, weil die Radioisotopengeneratoren jährlich rund 4 Watt verlieren. Voyager 1 soll jetzt in den nächsten Monaten mit diesem Update folgen. Und Voyager 2 liefert ja seit dem Start am 20. August 1977 weiter Daten von 3 Instrumenten. Der schnellste bekannte Stern der Milchstraße ist vermessen. S301, entdeckt mit dem Gravity-Instrument am Very Large Telescope. Er umrundet das schwarze Loch Sagittarius A alle 8,7 Jahre und erreicht dabei bis zu 25.000 Kilometer pro Sekunde. Mehr als 8% der Lichtgeschwindigkeit. Bei der größten Annäherung, da kommt er dem 4,3 Millionen Sonnenmassen schweren schwarzen Loch 12-mal so nahe wie die Erde der Sonne. Aus der Bahn, da wollen Forscher binnen 10 Jahren ablesen, wie schnell sich das schwarze Loch dreht. Die nächste enge Passage, die kommt 2031. Vor 2 Wochen haben wir vom Falcon 9 Einschlag auf dem Mond berichtet, samt Hinweis, dass den echten Messwert erst der Blick aus dem Orbit liefert. Ja, er ist da. NASA's Lunar Reconnaissance Orbiter fotografierte den frischen Krater rund 18 Meter breit und weniger als 3 Meter tief. Die Schätzungen von bis zu 30 Meter, die waren wohl zu groß. Und die NASA-Vorhersage traf die Breite exakt. Nur die Tiefe, die fällt flacher aus als gedacht. Verbindliche Entsorgungsregeln für ausgediente Mondraketen, die fehlen ja weiter. Bislang gibt's nur die COSPA-Richtlinien. Frische Krater sind kommende Woche nicht geplant, ein kontrollierter Mondanflug schon. In der Nacht auf Montag, 24.08., da öffnet sich in Wencheng das Startfenster der Langen Marsch 5 mit Chang'e 7. Unsere Geschichte aus der Nebennews. Am Dienstag, 25.08., da hebt eine Lange Marsch 6C aus Taijuan ab. Die Nutzer, die ist noch unbekannt. Die Starlink-Routine, die fliegt am Dienstag, 25.08., gleich doppelt von Cape Canaveral und von Vandenberg. Und am Donnerstag, 27.08., da startet in Kourou eine Ariane 6.2 mit dem Wettersatelliten MTG I2, der die neue Meteosat-Generation vervollständigt.
Nochmal die Erinnerung an Incogni, holt euch die Kontrolle über eure Daten zurück. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung oder ihr scannt den QR-Code. Ein ereignisreicher Raumfahrtsommer neigt sich dem Ende. SpaceX zieht sein gewassertes Starship bis vor eine Tropeninsel. China stellt zum ersten Mal einen Orbitalbooster auf Beine und kämpft danach mit Flammen statt mit der Physik. Und die Rettung des Weltraumteleskops Swift ist leider Geschichte. Und mit Senkrechtstarter bekommst du nächste Woche ein Interview mit ESA Aerospace. Schaut doch mal die Vorteile der Crew an. Bis nächsten Sonntag und bis dahin geht immer schön senkrecht bleiben. Euer Mo.